Nach dem spürbaren Schock, der zum Thema Nahrungsproduktion durch die Siedler-Communities ging und von dem auch ich nicht ganz verschont geblieben bin, hat man nun zügig mit Neuigkeiten nachgelegt und unter anderem die Cringe-Raketenochsen tatsächlich aus dem Spiel gestrichen. Eines muss man Ubisoft ja lassen. Sie geben ihr Spiel trotz aller Widerstände nicht auf, verteidigen beim Thema Nahrungsproduktion sogar ihr Produkt vehement, aber gehen offensichtlich in Teilen dann doch auf die Wünsche der Community ein. So hat man auf dem sogenannten technischen Testserver, auf dem einige Auserwählte von euch immer die aktuelle Spielversion testen können, bereits das 4. große Update mit zig Änderungen eingespielt und dazu nun auch ein paar Infos mit dem Rest der Welt geteilt, die bisher keine Einladung hierzu erhalten haben. So wurde zum Beispiel die Akademie überarbeitet, in der ihr Forschung für eure Siedlung und eure Siedler betreiben könnt. Denn wir erinnern uns, in der Closed Beta war diese noch relativ überflüssig, da die Forschung a. zu lange dauerte, b. im Verhältnis zu teuer war und c. der Effekt nicht spürbaren Einfluss ausübte. Neben bekannten Updates für eure Truppen könnt ihr hier zukünftig auch Forschung für eure Wirtschaft betreiben und dazu, Zitat, selten gebrauchte Waren einsetzen. Weiter ins Detail geht man hier aber leider nicht. Alle Rekrutierungsgebäude können jetzt via neuer Komfortfunktion automatisch, sobald alle erforderlichen Waren am Gebäude bereit liegen, Truppen ausbilden. Und es wurde ein Tastenkürzel hinzugefügt, mit denen man von einem Rekrutierungsgebäude zum nächsten durchwechseln kann. Des Weiteren hat man grafisch nochmal Hand an die Straßen angelegt, damit diese den Eindruck des Siedlungsbaus verstärken, was auch immer das zu bedeuten hat. Und ja, wie schon angesprochen, wurden tatsächlich neben dem Alchemisten auch der Brandmeister, den ihr als Raketenochsen kennt, aus dem Spiel entfernt und durch neue Einheiten ersetzt. Eine dieser neuen Einheiten ist der Elementarmagier, der auf dem technischen Testserver eine Abstimmung gewonnen hat und wohl den Alchemisten ersetzen soll. Welche Einheiten hier noch zur Wahl standen oder welche Einheiten es noch ins Spiel geschafft haben, wurde leider noch nicht verraten. Aber zurück zum Elementarmagier, der dem Orden der Brunn angehört und für die Elari in die Schlacht zieht. Der Orden von Brunn ist seit jeher dafür bekannt, den gefährlichen Weg der Manipulation von Stoffen der Welt zu erkunden. Die Elementarmagier in ihren Reihen behaupten, den ursprünglichen Weg zu verkörpern, den Brunn für sie vorgesehen hatte. Sie sind wahre Meister des Feuers und haben in den vergangenen Jahrhunderten zahlreiche Möglichkeiten entwickelt, die Flamme zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sei es, indem sie Feuer auf ihre Feinde regnen lassen oder ganze Dörfer damit niederbrennen. Elementarmagier richten Chaos an, wo immer der Befehl sie hinschickt. Sie geraten aber selten selbst in einen Kampf und ziehen es vor, aus sicherer Entfernung zu kämpfen. Sie verlangen jedoch einen hohen Preis als Gegenleistung für ihre Loyalität und ihren Dienst. Neben der neuen Einheit gab es auch einen ersten Blick auf die neue 2 gegen 2 Karte Tal der Gebete, auf der uns diverse Landmarks präsentiert werden. Und mit dem großen 4. Game-Update für die Siedler wurden nun, wie schon versprochen, 500 weitere Spieler zum Testen eingeladen. Tja, ich war leider wieder nicht dabei, aber hey, eventuell solltet ihr mal euer Postfach checken. Ich wünsche euch diesbezüglich jedenfalls viel Glück. Sobald es neue handfeste Infos zu die Siedler gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt hier in der Zocker Lounge in einer neuen Folge Die Siedler News. Bis dahin, frohes Zocken, euer Patrick, haut rein, ciao.